Hey guys, it's Christmas time and you haven't heard from me for quite some time, and this is why I have a special video for you. I'm currently at Musikproduktiv here in beautiful northern Germany, and I will talk in German now, since this is easier to communicate with each other since we're in Germany. If you want to understand anything or something, just make sure you turn on your subtitles right now, because you can win something really cool. We need to wait a bit because the guy I will talk to is kind of busy at the moment, but I think we will have some time in a few. Don't forget to activate your subtitles. Right, I'm going to the service point. Hallo! Mit wem spreche ich hier? David. David, du willst bestimmt mir helfen. Und zwar möchte ich ein Gitarrenanfänger-Set zusammenstellen. Budget ist 500 € und ich glaube, es sollte eine Gitarre dabei sein, ein Verstärker, Accessoires, Stimmgerät. Kann ich mir dich mal schnappen, um das mal zusammenzustellen? Ja, wäre super. Wir schließen zwar schon gleich, aber das schaffen wir auch. Ich hoff's doch. Wollen wir mit der Gitarre anfangen? Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee, oder? Ja, ich muss ein bisschen die Kamera höher halten. Wahrscheinlich bei dir so ein bisschen rockiger, vermute ich mal. Ja, Kein Jazz, kein Blues. Nein, es sollte schon so in die Metal-Richtung gehen. Hast du vielleicht einen Hersteller im Auge? Also ich hatte mit einer No-Name-Gitarre angefangen und dann meine erste richtige war eine Gio Ibanez beispielsweise. Und mit der kam ich eigentlich immer ganz gut zurecht. Kann man gut machen. Dass da immer noch was gibt. Ich weiß, meine schwarz-rote gibt's nicht mehr. Ja. Aber mal gucken. Dann such mal was Schönes. Sollen wir rübergehen vielleicht, oder? Wir können ja mal einen Rundgang machen. Wollen wir links lang? Ja. So, Fender, zwar auch sehr schön, aber ich denke mal für dich, wie gesagt, ruhig ein bisschen was Fetzigeres. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist so. Meine sah ungefähr so aus wie die da unten, nur mit einem Humbucker unten. Klassiker. Ja. So, ein paar Telecasters hier links. Ein paar günstigere Modellchen und dann nähern wir uns, glaube ich, auch schon so langsam. Ich glaube, das ist so die Anfängerwand hier, oder? Weil das sind Squire, LTD. Guck mal. Vintage-Gitarre. Jo, das sieht doch mal schon mal gut aus. Ah, was haben wir denn hier Feines? 338, teuer. Teurer mit 399. Okay, die hat 7 Seiten. Die hat 8. Frühstücksbrett. Zählen. Oh. Ich glaube, das sieht doch mal ganz gut aus. Die erinnert mich sogar an meine. Ja, so eine GAG 140, ne, in der Regel ordentlich bespielbar. Jetzt auch mit einem Humbucker und 2 Single Coils. Ne, also auch und ein bisschen heavy, aber trotzdem schön flexibel. Ne, wenn es dann doch mal ein bisschen. Jetzt hat die. Ein bisschen, ich glaube schon. Das ist ja lustig. Ja, cool. Aber ich würde sagen, so prinzipiell können wir hier eigentlich erstmal rauspicken, ne? Oh, das ist aber. Ja, ist okay. Ist noch nicht zu schwer. Ja, ist ja keine Akustik, ne? Nee, das ist schon mal ganz gut. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir nochmal, was wir da hinten so in der Ecke finden, ob es da vielleicht noch was Schöneres gibt. Ja. Die Gitarre lasse ich kurz hier hängen, die hole ich dann gleich. Ja, gut, das ist nicht ganz deine Abteilung, oder? Renn nicht weg, bitte. Sorry. Der VJ jetzt auch seit kurzem am Start. Sur natürlich, mit ein paar Düsenbergs. Düsenberg spielt der Danny, unser Sänger. Ja, tierische Gitarren. Aus Hannover. Epiphone. Und schiffen wir erstmal, wa? Oder? Ja. So, zu den Sportgitarren. Ich habe was entdeckt. Ich kenne die doch irgendwoher. Kommt uns bekannt vor, oder? Ja, aber ich weiß, dass die zu teuer ist, leider. Ja, die schöne Jam aus den 90ern. Als Reissue wieder aufgelegt. Und da oben ist meine 7-Seite. Die Saber? Die S-Serie da.
die hat die Farbe meiner Augen. Tatsächlich. Ich glaube, das hier ist so alles ein bisschen teuer, oder? Schöne Gitarren, aber für so ein Starter-Set, vor allem mit dem Budget, was du dir jetzt gesetzt hast, das könnte etwas eng werden. 379, ich glaube, das ist so die billigste, die ich hier gesehen habe. Die anderen sind so 1800. Schade. Vielleicht doch die Geo dann von hinten? Ja, also G-Reban ist ein gutes Instrument, dann nehmen wir doch die. Und dann brauchen wir noch einen Verstärker. Direkt mal hier zu den Verstärkern rüberschielen. Ist so eine kleine Ecke. Moin, falls ihr Lust habt, bleibt ruhig sitzen, sonst guckt mal. Genau, also in der heutigen Zeit ja fast alles sowieso Modeling, ne? Also ich sag gerne, egal was draufsteht, so im Grunde ist das gleiche drin. Ja, ob jetzt Blackstar, Marshall, Line 6, Fender, was hier alle so rumsteht, im Kern nicht das gleiche, aber ich glaube, du bist so relativ Marshall-affin, kann das sein? Also ich finde alles, was so ein bisschen Wumms hat, ganz gut. Also Blackstar konnte ich mich nie mit anfreunden, muss ich sagen. Selbst hatte ich einen Line 6 als erstes, aber der war irgendwann die Membran kaputt. Ja, also gucken wir mal, was hier so Kleines rumsteht, weil die meisten Anfänger haben auch gar nicht mal so viel Platz in ihrem Zimmer, ne? Klar, was sollte so ein Anfänger-Amp jetzt erstmal liefern? Der sollte, finde ich, relativ vielseitig sein im Sound. Ne? Nee, also flexibel sein und vielseitig, leise aber auch gut klingen, Kopfhöreranschluss aufweisen und so weiter. Ne? Also klar, so ein paar weitere Features, Stimmgerät ist ja mittlerweile auch fast überall drin. Ne? Aber wie gesagt, Marshall ist ja eigentlich doch so ein Statussymbol für einen geilen Rockton. Also ne, aktuell gibt es ja zum Beispiel die Codes. Ich entferne mal hier just dieses Kabel, das nicht so schön aussieht. Hast du schon mal was von dem Amp gehört oder den schon mal gesehen? Ja, ich war sogar mal so eine Fee bei dem Abbey Road Institut, wo der verlost wurde und da waren alle scharf drauf, ja. Okay, hier der Code, ne, weil der ist ja aktuell Marshalls Modeling-Flaggschiff, könnte man sagen, also auch so Einsteiger-Amps allgemein. Bietet eigentlich das, glaube ich, was du dir prinzipiell vorstellst oder erhoffen könntest von so einem Amp, ne? Also schön deftige Sounds, aber eben auch von zart bis hart alles dazwischen. Oh, das hat sich gereimt. Echt? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber schön, gucke ich mir später an. Zart bis hart. Ja, das ist schon. Was hätte ich das vorher schon mal gesagt? Das müsste ein Slogan werden, offiziell, aber sowas von. Ansonsten aber auch effekttechnisch alles mit an Bord. Wie gesagt, Kopfhöreranschluss, ich gehe mal ein bisschen aus dem Licht. Über USB auch verbindbar mit dem Computer. Du hast einen AUX-In, wo man hier dieses iPod-Symbol hat oder was das darstellen soll. Wenn man dann doch mal für einen Backing-Track was einspeisen möchte oder wenn du das große Solo mitspielen möchtest, was du gerade übst. Ne? Das sind ja alles ganz gängige Funktionen, die so ein Amp eigentlich abdecken sollte. Klar, also ich habe mir jetzt auch ein bisschen angeguckt. Pre-FX, Amp, Modeling, Delay, Reverb, Power, Cap. Hat er auch eine Cap Simulation oder was? Ja, doch, mittlerweile schon. So aber da sieht man halt auch, dass er tatsächlich ziemlich neu auf dem Markt ist, weil das hat die Modeling-Technologie zumindest im Preisrahmen so jetzt ja lange noch nicht geboten in dem Segment. Genau. Was sagt denn der Preis? Der Preis ist heiß. Was steht da drauf aktuell? 229, wenn ich lesen kann. Wenn wir bei der Geo bleiben, wo lag die? 173? Ja, so die Ecke. Bei 329, ja ungefähr bei 400. Moni fürs Zubehör, das könnte hinkommen, ne? 100er ist okay, da kann man sich sogar noch einen schönen Gusto raussuchen, ne? Ich muss mal die Kamera hören, das sieht man nicht. Tut mir leid, wie gesagt, Plateau-Shooten beim nächsten Mal. Sie kommen wieder. Ja, cool, aber dann können wir das eigentlich festmachen, oder? Ja, also Anfänger-Amp klingt gut, weil man kann da vor allen Dingen seinen iPod oder sowas reinmachen. Man kann mit Kopfhörer spielen, damit man die schiefen Töne nicht an die Familie weitergibt. Und ganz wichtig. USB anschließen. Und der ist klein und sieht gut aus. Also ich meine, was anderes würde ich von Anfang auch nicht nehmen wollen, weil wenn man dann doch feststellt, dass das ein bisschen nicht das ist, was man möchte, dann kann man sagen, okay, ich gebe es zurück, kann es weiterverkaufen, weil so eine wirkliche No-Name-Gitarre, die kriegt man dann nicht mehr los oder so ein No-Name-Verstärker. Das ist ein gutes Argument und dazu kann man vielleicht noch sagen, dass diese Zwischenlösungen, die vermeintlichen, also wenn der Amp dann doch so groß ist, dass er theoretisch auch in eine Probe reicht, dann meist so halbgare Geschichten sind. Also lieber einen gescheiten Übungsamp für zu Hause und dann mal später sparen. Erstmal als Gitarrist reifen, ne, sich ein bisschen entwickeln und dann kann man sich ja noch einen schönen, großen, gescheiten Amp für Proberaum oder Studiobühne etc. zulegen. Das klingt natürlich einleuchtend, aber ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte nicht am falschen Ende sparen. Das ist so das Größte. Also 90 € für eine Gitarre kann man schon mal ein bisschen großzügiger sein, genauso wie für den Verstärker. Also ich denke, das ist doch ein guter Kompromiss. Gut. Wir hören uns das auch hinterher nochmal an, würde ich sagen. Lass uns ja erstmal weiter das Set zusammenstellen.
eine Tasche, oder? Mit der Gitarre mal zum Unterricht oder zum Kumpel rüber. Ja, würde ich sagen. Wo habt ihr die denn? Die haben wir hinten. Ich könnte ja vielleicht kurz was rüberholen. So 25 Euro. 25 Euro die Ecke. Praktisches vor allem. Ja, zum auf den Rücken schnallen. Ja, gut gepolstert, weil der Rücken muss ja auch ganz bleiben. Sowas in der Art. Lass dir mal kurz das Mikro da. Ich gucke derweil mal so nach dem anderen Kram, was man so braucht, so Plektren und so. Am Anfang ist es natürlich so, dass man nicht weiß, was das perfekte Plektrum für einen ist. Deswegen würde ich eigentlich grundsätzlich empfehlen, verschiedene zu nehmen. Also vor allen Dingen von der Machart, ob das jetzt dick ist oder dünn, ob das jetzt Triangular Shape ist oder kleiner. Und da gibt es von Dunlop so eine Variety Pack. Das zeige ich euch mal. Und das würde ich tatsächlich auch in die Accessoire-Liste tun. So, wir haben jetzt das Accessoire Nummer 1. Wichtig, Plektren, die Verbindung zwischen eurer Hand und der Gitarre. Und Tonträger, Gigback. Die Plex deshalb vielleicht ganz cool, als dass sie jetzt so ein Variety Pack ist, also so ein gemischter Pack. Ne? Dann kann man sich erstmal so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen finden. Das ist ja auch mal so eine ganz große Glaubens- und Geschmacksfrage. Plektren, Saiten etc. Beziehungsweise auch für verschiedene Anwendungszwecke, Sounds und so, da wechselt man ja unter Umständen auch mal. Dann hast du erstmal einen ganz guten Fuhrpark, das hat auch alles Hand und Fuß, das ist kein Schrott, kostet so grob einen Fünfer, budgettechnisch sollte das drin sitzen. Ne? Denke ich auch. Das wäre jetzt eine schöne Tonträgertasche, die kostet regulär so um die 35 Euro. Oh, da kann Zeug nicht rausfallen. Nee, weil das jetzt auch schon die schönere Variante ist, also die günstigere für 25, die tut es auch allemal. Aber hier jetzt 2,5 cm dick von der Polsterung, statt so regulär 10 mm meist. Was ja auch Standard ist für so günstigere Taschen. Du hast hier eine Menge Fächer, wie du gerade auch schon inspizierst. Sprich, da kriegst du auch alles an Zubehör mit rein und was man sonst noch so mit sich herumschleppt als angehender Rockstar, Flasche Bier, das ist gepolstert. Fußbank. Ja, wie gesagt, 200 cm Kopfplattenpolster. Hammer, das, was man heutzutage kriegt. Kannst hier schön auf den Rücken schnallen, auch nochmal alles gut gepolstert. Ja, leicht wasserweisendes Material. Der Rücken, ne? Da haben wir es beide mit. So, Dille, danke. Ja, die stellen wir mal kurz an der Seite. Wir haben natürlich ein breites Sortiment an Kabeln allgemein, allerdings auch so schöne Kabel, quasi Marke Eigenbau, beziehungsweise von unserem guten Karl, dem Kabel Karl. Vielleicht ein paar Leuten ist auch schon bekannt. Ich glaube 49 Euro für ein Einsteigerkabel. Das ist natürlich ein bisschen viel unter Umständen, aber das muss es ja auch nicht sein. Ne? Es gibt auch zum Beispiel so ein günstigeres Livewire. Da bist du so bei knapp 29 Euro für 3 Meter. Auch das ist jetzt nicht unbedingt der Sparpreis. Ja, also ich kenne welche für 7,90 Euro, aber die gehen eigentlich schnell kaputt. Das ist halt so der Knackpunkt. Ne? Und du sparst ja eben auch schon davon, einerseits nicht am falschen Ende zu sparen, andererseits geht es ja um ein Set. Das heißt, wir schnüren am Ende nochmal einen schönen Paketpreis. Das heißt, wenn wir ein bisschen über 500 landen, dann ist das gar kein Drama. Der mit abgeknickten kostet 5 Euro mehr, ne? Jein. Der Punkt ist, das ist jetzt ein Silent Plug. Kannst du vielleicht mal kurz abfüllen hier, der rote Stecker. Das hat den Vorteil, du musst den Amp nicht runterdrehen, wenn du das Kabel mal rausziehen möchtest, damit es nicht klack, klack, klack macht. Genau, die sind halt entsprechend teurer, aber wenn du oben guckst, da gibt es auch eins mit Winkel, da bist du bei 29. Und das kann man im Set dann auch schon mal... I see. Das kann man im Set dann auch schon mal für einen 20 oder so klar machen, in dem Zusammenhang. Das klingt doch gut, dann nehmen wir das. Oder? Würde ich auch mal sagen. Kann man Karl ruhig mal unterstützen. Vor allen Dingen, nicht nur den Karl unterstützen, vor allen Dingen beim Aufnehmen macht es doch schon aus, ob es ein gutes Kabel ist oder nicht. Klarheit des Sounds, so als Stichwort. Absolut. Also da muss man jetzt nicht durchdrehen, das sollte am Ende alles in einem Verhältnis stehen, aber wir haben eine ganz coole Gitarre, einen coolen Amp und dann soll es vielleicht nicht unbedingt das billigste Kabel sein. Ja, nicht am falschen Ende sparen. Ein Gurt, vielleicht einen schlichten für den Anfang. Also wir haben hier beispielsweise, auf dich weg, Lassi, ich bin ja schon wieder da. Zum Beispiel hier so einen schlichten Nylon-Gurt, die gibt es für knapp 5 Euro. Dann hat man erstmal einen und dann kann man sich... Nein, den nehmen wir nicht, ich weiß, dass der rutscht. Okay, den könnte man nehmen für kleines Geld, aber es gibt natürlich auch noch genug Alternativen, die auch nicht so teuer sind. Ledergurte für einen 10er zum Beispiel. Oder guck doch mal, irgendwas, was dir ins Auge sticht vielleicht. Ach, nicht so Gitarre. Ich glaube, ich sollte jetzt nicht so oft hier rumgehen. Ach, sorry. Was ist denn das hier? Ich glaube, das ist zu teuer. Das sehe ich doch jetzt schon. Ja. Lass mich mal kurz einmal schauen. Also wir haben hier eigentlich auch günstigere Ledergurte. Vielleicht... Jo, der ist jetzt schon gepolstert, kostet dafür aber auch nur so 15, 20, glaube ich. Ja, 15. Den nehmen wir. Man guckt, schönes Leder, auch ein bisschen gepolstert. Das ist tatsächlich gut, wenn man mal im Stehen spielen möchte, weil diese anderen Dinger, die schneiden irgendwann in die Schulter rein.
Genau, und gerade wenn die Gitarre dann doch mal ein bisschen schwerer ist, ist das ganz angenehm. Das Einzige, wo man sich dran gewöhnen muss, ist hier diese Schnürführung. Das muss man einmal anpassen, aber wenn der Gurt mal getragen ist, für eine lange Zeit passt er sich der Körperform an und du willst nie wieder was anderes. Okay, dann gehen wir da doch hin. Einmal da weiter rechts an der Wand. Na, ich sehe schon Kork. Kann man gut nehmen. Da bist du jetzt bei so einem Pitch-Clip, dem aktuellen, bei Axel, hilf mir, 13, 14,90. Der PC2 ist ein bisschen teurer. Ich glaube, der PC1, Dankeschön, 12,90 so die Ecke. Ich persönlich finde die Snarks echt sehr cool. Da gibt es so einen SN5. Darf ich einmal kurz hier rüber? Ja, das ist er auch. Der SN5X. Schön schlicht in schwarz. Der hat ein gut ablesbares Display. Also auch dieses Nadelprinzip, nur dass du so einen aufgeteilten Fächer hast. Also noch besser optisch eigentlich wahrzunehmen. Der schnell in der Ansprache. Ne, und da zappelt die Nadel auch nicht wie blöde rum, beziehungsweise der Fächer. Die kenne ich tatsächlich auch. Und das Beste ist halt wirklich, dass der farblich auch immer klar macht, wo wir sind. Habe ich natürlich direkt drin gedacht. Jo. Der liegt so bei knapp 13 Euro, 12,90 oder so und der ist echt gut. Ein Gitarrenständer fehlt. Das ist wichtig. Dreh ich doch mal ein Stück um, vielleicht so hier rüber. Oh, Tatsache. Genau, also das wäre ein Sonderangebot, die 14 Euro für so ein Gurt. Guck mal, das Slayer. Aber, ne. Slayer! Ah, nee, wir bleiben bei den Pflichten. Ich meine, es gibt Leute, die Slayer nicht mögen. Zum Bleistift. Was raus? Soll es geben, hab ich gehört. Leben und leben lassen. Genau, aber hier zum Beispiel die günstigen Gitarrenständer, ich glaube aktuell 7,90 Euro. So ein einfacher, der sollte erstmal mehr als tun. Ja, wir haben ja auch kein Nitrolack, ne? Nö. Gut, dann passt es. Genau, sonst wegen der Weichmacher, das wäre dann so eine Geschichte. Alternativ für 6,90 Euro auch noch Wandhalter, wie man hier bei uns an den Wänden so sieht, von König und Meier. Das Problem ist halt, was ich kenne von meiner Wohnung, hält nicht an jeder Wohnung. Kommt auf die Wand an. Ja, aber es gibt tatsächlich zu viele Häuser, die baufällig sind. Ja. Kein Wandhalter, Gitarrenständer. Auf jeden Fall ist man damit auf der sicheren Seite, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Einen kleinen Präsenthaufen. Gitarre nehmen wir uns gleich nochmal von der Wand. Zu viel Zeug. Man kann niemals zu viel Gitarrenequipment besitzen. Vor allem die erste, das muss halt schon mal rezelebriert werden. Ja, aber ich denke auch, also soweit wir das jetzt gerade zusammengestellt haben, das hat ja durchaus alles Hand und Fuß und auch erstmal Bestand, ne, dass man sich die nächsten 2-3 Jährchen aufs Wesentliche konzentrieren kann, spielen, Spaß haben, üben. Und auch darüber hinaus kann man prinzipiell das Equipment, was wir jetzt ausgesucht haben, auch noch weiter verwenden. Da besteht erstmal überhaupt kein Problem. Und ansonsten Wiederverkaufswert ist auch da. Vermisst du noch irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, also im Prinzip kann man damit spielen, also vermisse ich nichts. Dann gehen wir mal runter und gucken, wie sich das anhört, ne? Gehen wir mal runter, packen alles raus und schauen uns das nochmal näher an. Ja, natürlich. We're now here testing out our stuff and this guitar suits my shirt. I have recorded a video where I kind of have searched for guitars that suit different colors, like the color of my hair, my shirt, my trousers. It will be pretty fun. But let's talk about the setup now. Marshall Code is standing here, we're recording it now. And here is this beautiful Ibanez Geo series, so let's see. I think this model is pretty decent. This amplifier is pretty decent, and I think you cannot do anything wrong with this set I have.
designed together with David from Musik Produktiv. I hope you have enjoyed this tiny video, and it won't be a Christmas special if it isn't a gift, or a gift involved indeed. And you can win this awesome beginner guitar set if you do the following steps. First, comment on this video. Second, use the hashtag JJ's1Girlband and the hashtag Musikproduktiv and tell me why you want to win this beginner set. If you've done this, I will put every of the names of your names on a sheet of paper, put it in the bowl, and we'll see who the winner is by grabbing one piece of paper, opening it, and reading out the winner. Awesome Christmas gift, right? And yeah, I think that's it so far. I want to wish you a Merry Christmas, a happy time with your family, with your friends, and hopefully with a brand new electric guitar set. You can find all the parts in the description, every title, every article, number on Musikproduktiv. I want to say a huge thanks to Musikproduktiv for inviting me to shoot some guitar covers here and to see so many awesome guitars and testing them out. It's so cool. Special thanks go out to Tobias, to David, and to Carsten, and I hope to visit them really soon again. And about this winner thing stuff, you will see that on my Facebook and my Instagram account and on the social media of Musikproduktiv, of course. Ja, stay tuned and rock on. Die ist echt gut für eine Anfängergitarre.